Der US-Flottenstützpunkt in Key West, Florida, Ende 1946. Seit Winston Churchill ein paar Monate zuvor vom Eisernen Vorhang gesprochen hat, der Europa in zwei Hälften trenne, rüstet Amerika auf. Präsident Truman, der gerade Urlaub in Key West macht, besichtigt zum Zeitvertreib ein deutsches Beute-U-Boot. U-2513 gehörte in Hitlers gefürchteter Unterseeflotte zu den modernen Elektrobooten. Fregattenkapitän Erich Topp hatte es nach der deutschen Kapitulation den Alliierten übergeben. Die US Navy überführte es zu Testzwecken nach Florida. Man will sich die technischen Errungenschaften der Nazis für den drohenden Konflikt mit der Sowjetunion zunutze machen. Auf dem streng abgeschirmten Testgelände von White Sands in New Mexico ist man seit Kriegsende damit beschäftigt, die deutsche Wunderwaffe V2 zu erforschen. Die Amerikaner haben erbeutete Exemplare aus Thüringen in die USA gebracht. In unterirdischen Fabriken waren dort die Raketen von KZ-Häftlingen zusammengebaut worden. Die Kenntnisse der deutschen Techniker um Werner von Braun hat sich der US-Geheimdienst in der sogenannten Operation Paperclip gesichert. Keiner der Nazitechniker muss seither eine Anklage wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit fürchten. Eine Zeit lang testen die Amerikaner in White Sands die deutschen Raketen, doch das Programm führt zu keinem Ergebnis. Die Regierung verliert zeitweise das Interesse an den deutschen Raketenpionieren. Man könne das selbst genauso gut, behaupten die Militärs. New York, Anfang 1949. Eine amerikanische Delegation macht sich auf den Weg nach Europa. Mit dabei ist der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte Dwight D. Eisenhower, dem große politische Ambitionen nachgesagt werden. Erste Station ist das amerikanische Hauptquartier für Deutschland in Frankfurt am Main. Gedreht hat diese seltenen Farbaufnahmen der US-Journalist Jack Leib. Von dem Filmbericht über die Reise durch Europa sind nur Fragmente wie diese Szenen aus Frankfurt erhalten geblieben. Kurze Momentaufnahmen vom Leben in der amerikanischen Zone nach der Währungsreform. Der amerikanische Luftwaffenstützpunkt in Frankfurt, die Rhein-Main Air Base, ist seit einem Jahr Schauplatz einer der umfangreichsten Hilfsaktionen der Luftfahrtgeschichte. 300 Flugzeuge versorgen die Westsektoren Berlins aus der Luft. Eine überlebensnotwendige Maßnahme der Briten und Amerikaner. Denn die Sowjets hatten im Mai 1948 alle Land- und Wasserwege in den Westteil der Stadt abgeriegelt, um den Abzug der Alliierten zu erzwingen. Der Codename der Luftbrücke Operation Victuals, Operation Lebensmittel. Einer der Piloten ist Gail Halvorson. Der 27 Jahre alte Mormone aus Utah hat bei seinen Flügen nach Berlin eine 16 mm Kamera und Farbfilme dabei. Täglich werden über 4000 Tonnen Lebensmittel und Kohle in die Maschinen vom Typ DC-3 Dakota und in die großen viermotorigen Skymaster verladen. Dann beginnt der risikoreiche Flug. Die Luftbrücke funktioniert im 90-Sekunden-Takt. 3 Flüge pro Tag muss jeder Pilot absolvieren. Die Maschinen sind bis zu 10 Stunden täglich in der Luft, bei fast jedem Wetter. Nicht selten von sowjetischen Abfangjägern bedrängt, landen die sogenannten Rosinenbomber auf dem Flughafen Tempelhof, mitten im amerikanischen Sektor Berlins. Gail Halvorson wird später von einer regelrechten Cowboy-Aktion sprechen.
20.000 Berliner haben Arbeit bei der Luftbrücke gefunden, entladen die Maschinen im Akkord. Für 75 Pfennig die Stunde. Um den reibungslosen Ablauf der Aktion zu garantieren, dürfen die Piloten das Flugfeld nicht verlassen. Für das leibliche Wohl sorgen deutsche Frauleins in fahrbaren Snackbars. Die Flugzeuge sollen nicht länger als eine halbe Stunde in Berlin bleiben. So kann Gail Halverson kaum die Stadt selbst in Augenschein nehmen. Einmal fährt er zum Brandenburger Tor und macht dort ein paar Filmaufnahmen. Danach geht es sofort wieder zurück nach Tempelhof. ...462 Tage dauert die Luftbrücke. 300.000 Flüge absolvieren die Piloten. Doch nicht alle Maschinen erreichen ihr Ziel. Bei Flugzeugabstürzen kommen 78 Menschen ums Leben. Als ob ein fröhlicher, warmer Frühlingswind diese klangvollen Lieder der Jugend herangeweht hätte, das hier ist eine andere Welt. Es marschieren die Bannerträger der freien deutschen Jugend. Millionen von jungen Frauen und Männern vereinigt diese Organisation unter ihren Fahnen. Demokratisches Deutschland ist der Titel dieser sowjetischen Propagandaproduktion, die 1949 gedreht wird. Den Neubeginn in Deutschland will der Film zeigen, die Gründung der DDR. Ganz im Zeichen des sozialistischen Realismus haben die sowjetischen Kameraleute Bilder von Fabriken, den werktätigen Massen und dem selbstlosen Einsatz der freien deutschen Jugend gedreht. Zuweilen offenkundig auch inszeniert. Die sowjetisch besetzte Zone wird zum fortschrittlichen Teil Deutschlands erklärt und auch so dargestellt. Sachwalter Stalins ist die Sozialistische Einheitspartei. An ihrer Spitze Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und Walter Ulbricht. Anfang Oktober 1949 wählt die Nationale Front Pieck zum ersten Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik. Als jüngste Delegierte gratuliert Margot Feist, die spätere Frau Honecker. Laut Verfassung der DDR ist Deutschland unteilbar. Die Staatsfarben sind Schwarz-Rot-Gold. Hauptstadt der Republik ist Berlin. Dort findet am Abend des 7. Oktober ein Fackelzug zu Ehren des Präsidenten statt, den die sowjetischen Kameraleute stilgerecht dokumentieren. Fast gleichzeitig feiert auch die Volksrepublik China ihre Gründung. Der Osten ist rot. Nach jahrelangem Bürgerkrieg haben die Kommunisten unter Führung von Mao Zedong die Macht im Reich der Mitte übernommen. Der große Vorsitzende errichtet nach seinem Willen die demokratische Diktatur des Volkes und schließt einen Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion. Doch von Anfang an herrscht Rivalität zwischen Mao und Stalin. Was die Propagandabilder nicht zeigen, Maos Vision vom neuen Menschen fordert einen hohen Blutzoll. Chinas proletarische Massen sollen Berge versetzen, Dämme errichten, die Nation zu Höchstleistungen anspornen. Im sogenannten großen Sprung nach vorn und der proletarischen Kulturrevolution wird diese menschenverachtende Politik Millionen Tote fordern. Am 1. Mai 1950 ist die chinesische Volksarmee auf dem Platz des himmlischen Friedens zu einer Militärparade aufmarschiert. Viele Millionen Soldaten stehen im Sold der Volksrepublik. Die chinesische Führung ist entschlossen, schon bald Tibet zu besetzen und irgendwann auch die abtrünnige Insel Taiwan zu erobern. Weitere Expansionspläne hegt Mao offenbar nicht. So wird er vom Krieg in Korea völlig überrascht und lässt sich doch tief darein verstricken.
Das kommunistische Nordkorea hatte Ende Juli